Früher als erwartet veröffentlicht Apple in den USA die Apple Vision Pro. Wann man sie bestellen kann und wie du dir laut Apple den revolutionären Raumcomputer vor Markteinführung in Europa früher bestellen kannst und was sie kann und kostet, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Jetzt ist es raus. Apple beginnt mit dem Verkauf der neuen Apple Vision Pro. Die VR-Brille soll laut Apple die physische Welt mit der digitalen verbinden und dir noch nie gesehene räumliche Erlebnisse bieten. Wenn du in Zukunft mehr darüber wissen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und gib dem Video ein Like. Vielen Dank dafür. Am 2. Februar 2024 soll es laut Apple-Pressemitteilung soweit sein. Dann kann man die Apple Vision Pro erst einmal in den USA in allen Apple Stores und online bestellen. Die Online-Vorbestellung, die soll ab dem 19.01. über den amerikanischen Apple Store beginnen. Der Preis wird wie angekündigt ziemlich heftig werden und liegt aktuell für die 256 GB Version bei $3.499, wobei man aber noch die Steuersätze der unterschiedlichen amerikanischen Bundesstaaten auf den Nettopreis raufrechnen muss. Nach dem Verkaufsstart in den USA wird es dann eine Weile dauern, bis die heiß ersehnte VR-Brille auch nach Europa kommt. Verschiedene Quellen berichten hier über einen Verkaufsstart Ende 2024. Wer aber nicht mehr so lange warten möchte, der kann natürlich die Vision Pro auch in den USA über Drittanbieter bestellen. Bedenke aber, dass du neben dem Risiko eines Umtauschs bei technischen Problemen auch noch pauschal ab 430 € Warenwert 17,5% Steuern bezahlen musst, die dann beim Zoll fällig werden, solltest du das Produkt in den USA kaufen und nach Deutschland einführen. Es ist also wieder mal mit einigen Risiken verbunden, die du bei der Online-Bestellung beachten musst. Natürlich wird es auch wieder einige schwarze Schafe geben, die dir den Import der Apple Vision Pro versprechen und dann das Geld behalten, ohne dir das Produkt zu senden. Also aufpassen. Die beste Möglichkeit ist natürlich selbst in den USA zu kaufen oder über zuverlässige Anbieter wie Amazon US oder eBay zu bestellen. Wie das aber genau aussieht, kann ich dir leider zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, also wachsam sein beim Online-Kauf. Ich werde natürlich auch versuchen, die neue Apple Vision Pro zeitnah zu bestellen. Ein ausführliches Testvideo siehst du dann direkt auf meinem Kanal. Aber lasst uns jetzt erstmal schauen, wie sie funktionieren soll. Das Gehäuse besteht aus dreidimensional geformtem Verbundglas, was in einem Aluminiumrahmen fließt, der sich dann an dein Gesicht anpasst. Mit der sogenannten Light Seal kannst du dann die Brille noch optimal an dein Gesicht anpassen, sodass das Streulicht ausgesperrt wird. Das hintere Kopfband bietet dir Dehnung und Atmungsaktivität, sodass du die Brille auch noch länger tragen kannst. Das seitliche Kabel ist dafür da, um es mit dem externen Akku zu verbinden. Über den Ohren befinden sich Lautsprecher und die liefern dir ein räumliches Audio und gleichzeitig bekommst du aber deine Umgebung noch mit. Das äußere Display zeigt deine Augen und lässt aber auch noch andere wissen, wenn du Apps verwendest oder ganz in die virtuelle Materie eingetaucht bist. Für Brillenträger auch interessant, es gibt eine Kooperation mit Zeiss Optik und hier kannst du dann deine Sehstärke optimal anpassen, wenn du im Zubehör die nötigen Gläser bestellst. Es ist so, dass die Brille digitale Inhalte mit dem physischen, also mit dem echten Raum verbinden soll. Du hast die Möglichkeit, durch eine Bedieneinheit zu wählen, wie viel Realität und wie viel vom echten Raum noch zu sehen sein soll. Weiterhin sieht man im Gegensatz zu anderen VR-Brillen noch deine Augen und du natürlich auch durch die Augen dein Umfeld, was ganz neue Möglichkeiten und Anwendungen zulässt. So kannst du zum Beispiel damit arbeiten, dir mit der Brille einen Kaffee holen, ohne sie absetzen zu müssen, was natürlich auch auf Reisen oder im Flugzeug mega viele Anwendungen möglich macht. Was noch sehr interessant ist, die Brille benötigt kein Zubehör. Dank der 12 Kameras, 5 Sensoren und 6 Mikrofonen wird dir das Bild innerhalb von 12 Millisekunden auf die 2x4K-Displays gestreamt. Unglaublich, was da alles möglich ist und du hast nur die pure Brille auf und benötigst als Zubehör nur das mitgelieferte Kabel und das Akku, was laut Apple ca. 2 Stunden batteriebetrieben deine Brille am Leben erhält. Ganztags kannst du sie natürlich auch nutzen, aber dann weniger mobil und zwar mit einem Netzteil an der Steckdose. Und wie schon gesagt, die Vision Pro wird hierbei ausschließlich mit Handgesten und Sprache gesteuert. Apps kann man im Raum verteilen, wie man es schon von anderen Brillen kennt. Man kann sich 3D-Modelle aus Anwendung ziehen, um diese genauer zu betrachten. Die Brille arbeitet aber auch mit Apples Bluetooth-Tastatur oder Trackpad zusammen und so kann man die Brille auch mit Hardware bedienen und das ist wahrscheinlich gerade für alle interessant, die noch nicht so alle Steuergesten beherrschen.
Weiterhin kannst du aber auch das Display deines Mac-Computers in die VR-Brille mit einbinden. In puncto Datenschutz wurde hier auch eine Möglichkeit gefunden, die Iris deiner Augen so zu scannen, dass nur du als Anwender zugelassen werden kannst, die sogenannte Apple Optic ID. Denn so bleiben deine Inhalte und Nutzung sicher und kein anderer kann sie dann sehen. Zusätzlich kann natürlich die Vision Pro auch als 3D-Kamera dienen, die vollwertige 3D-Fotos und Videos mit 3D-Audio aufnimmt. Und natürlich kann man auch Filme auf gigantischen virtuellen Bildschirmen anschauen, das ebenfalls auch in 3D. Die Qualität soll dabei außergewöhnlich hoch sein. Damit auch im Content genug 3D-Filmmaterial vorhanden ist, hat Apple eine Partnerschaft mit Disney angekündigt, wo wir dann bestimmt auch über Apple TV oder Disney gute Filme in dieser Richtung erwarten können. Gleich 2 Prozessoren sorgen dafür, dass auch alles blitzschnell umgesetzt werden kann. Zum einen der Apple M2-Prozessor und zum anderen ein neuer R1-Prozessor. Dieses Dual-Chip-Duo führt dann die fortschrittlichsten Computeralgorithmen aus, um das alles lebensecht aussehen zu lassen. In puncto Wärmeentwicklung soll es hier auch kaum Probleme geben, da Apple ein ausgeklügeltes Kühlungssystem konstruiert hat. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, was uns Apple dann zu einem stolzen Preis im nächsten Jahr anbieten wird. Ob es was wird, entscheidet im Endeffekt der Verbraucher und ich freue mich schon auf dieses neue Gadget. Ich hoffe, ich konnte euch das neue Apple-Produkt durch meine einfache Erklärung etwas verständlicher machen und bedanke mich fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.